Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nard Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der große Kostolany. Börsenseminar. Börsenpsychologie. Die besten Geldgeschichten ist ein umfangreiches Kompendium der Weisheiten und Erfahrungen des legendären Börsenexperten André Kostolany. Dieses Buch bietet einen faszinierenden Einblick in das Denken und Handeln eines der bekanntesten Finanzgurus des 20. Jahrhunderts. Kostolany, der über viele Jahrzehnte hinweg als erfolgreicher Spekulant, Berater und Autor weltweit Anerkennung fand, teilt seine jahrzehntelange Erfahrung in verständlicher und unterhaltsamer Weise. Besonders für Einsteiger und Fortgeschrittene bietet das Werk eine originelle Mischung aus praxisnahen Analysen, pointierten Kommentaren und einer gesunden Portion Humor. Der Leser erhält eine Fülle von Grundlagen in Börsenseminarabschnitten, tiefgehende Betrachtungen der Psychologie hinter den Märkten und eine Sammlung von unterhaltsamen Börsenanekdoten. Dieses Buch ist mehr als nur eine Investitionsanleitung. Es ist eine Hommage an das Leben an den Finanzmärkten, reich an Empirie, Geschick und feinsinnigem Witz, ein Schatzkästchen für Investoren, Lerner und Liebhaber der Wirtschaftspsychologie, die Lust darauf haben, hinter die Kulissen der Börsenmechanismen zu schauen und von einem Altmeister zu lernen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Börsenseminar. Grundregeln des Börsenerfolgs. Kostolany beginnt sein Werk mit einem umfassenden Börsenseminar, das die wichtigsten Pfeiler erfolgreichen Investierens behandelt. Zentrale Thesen sind das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, die Bedeutung von Geduld und Disziplin sowie die richtige Einschätzung von Gefühlen wie Angst und Gier. Kostolany legt großen Wert auf die richtigen Voraussetzungen für Investments. Nur Geld investieren, das man langfristig nicht benötigt, ist für ihn oberstes Gebot. Er empfiehlt, nicht Märkten oder Trends blind zu folgen, sondern eigene Analysen anzustellen und langfristig zu denken. Das Seminarelement des Buches ist didaktisch aufgebaut und vermittelt nicht nur Fachwissen für Einsteiger, sondern auch wertvolle Tipps für erfahrene Anleger, wie man Fehler vermeidet und Chancen erkennt. Am deutlichsten wird dies in Kostolanys Lehre von den Schwankungen der Märkte, die immer wieder Chancen, aber auch Risiken bieten, sodass ein rationaler und ruhiger Ansatz in der Anlagestrategie unerlässlich ist. Zweitens: Börsenpsychologie. Die Bedeutung von Emotionen. Ein herausragendes Element des Buches ist die detaillierte Betrachtung der Psychologie an der Börse. Kostolany beschreibt, wie Emotionen wie Angst, Gier und Euphorie die Kurse beeinflussen und wie Massenpsychologie oft rationale Analysen aushebelt. Er analysiert Mechanismen von Übertreibungen, Panikverkäufen und irrationalen Hypes. Sein Rat lautet, sich nicht von kollektiver Stimmungsmache anstecken zu lassen, sondern die Mechanismen hinter den Bewegungen zu erkennen. Kostolany illustriert, wie wichtig es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und gegen den Strom zu denken. Wer kauft, wenn alle panisch verkaufen und verkauft, wenn alle euphorisch kaufen, ist meist langfristig erfolgreicher. Dieser Abschnitt sensibilisiert den Leser besonders für die Fallstricke des eigenen Verhaltens an den Märkten und legt dar, warum psychologische Stabilität ebenso wichtig ist wie analytisches Können. Drittens: Geschichten und Anekdoten aus dem Börsenleben. Ein Markenzeichen Kostolanys sind die berühmten Geldgeschichten, in denen er witzig und lehrreich Erlebnisse aus seiner langen Karriere wiedergibt. Diese Anekdoten machen nicht nur Spaß zu lesen, sondern transportieren zeitlose Lektionen über Spekulation, Marktzyklen und Menschlichkeit an der Börse. Die Geschichten handeln beispielsweise von berühmten Börsencrashs, absurden Modetrends, großen Gewinnen und überraschenden Verlusten. Durch diese anschaulichen und oft humorvollen Geschichten bleibt das Buch auch für Leser ohne tiefes Finanzwissen spannend. Sie bieten praktische Beispiele für die Anwendung der Theorien aus den vorhergehenden Kapiteln und zeigen, dass auch erfahrenste Investoren nie davor gefeit sind, Fehler zu machen oder von unvorhersehbaren Wendungen überrascht zu werden. Viertens: Zeitlose Investmentstrategien und Fehlervermeidung. Kostolany vermittelt praktische, zeitlose Ratschläge zur Geldanlage.
Zu seinen wichtigsten Empfehlungen zählt die sorgfältige Auswahl von Aktien, Geduld in der Haltedauer und die Vermeidung von Panikverkäufen. Er betont, dass es kaum Möglichkeiten gibt, den richtigen Moment exakt zu erwischen und empfiehlt stattdessen eine kontrollierte, langfristige Strategie. Dabei geht er auch explizit auf klassische Fehler ein, wie das Investieren aufgrund von Gerüchten, FOMO, Fear of Missing Out oder kurzfristigem Aktionismus. Kostolanis Strategien beruhen auf fundierter Analyse, gesundem Misstrauen gegenüber Trends und unverbrüchlicher Geduld. Eigenschaften, die auch für heutige Anleger von entscheidender Bedeutung sind. Er argumentiert, dass die meisten Gewinne dadurch entstehen, dass man investiert bleibt, statt permanent zu handeln. Schließlich das Leben und die Philosophie Kostolanis. Im letzten Teil des Buches rückt das Leben und die Philosophie von André Kostolany selbst in den Fokus. Hier erfährt der Leser mehr über seine bewegte Biografie, seine Haltung zu Geld, Glück und Risiko und seine Prinzipien für ein erfülltes Leben, sowohl an der Börse als auch privat. Kostolany's Werdegang ist geprägt von Neugier, Flexibilität und Optimismus. Er vermittelt, dass neben Wissen und Disziplin auch die Freude an der Beschäftigung mit Märkten wesentlich ist. Sein unkomplizierter, geradezu philosophischer Blick auf Geld und Börse inspiriert zu einem gelasseneren und ganzheitlichen Umgang mit dem Thema Finanzen. Für Fans von individuellen Lebensgeschichten enthält das Buch viele persönliche Reflexionen, die den Wert des Gesamtwerks noch erhöhen. Zusammenfassend: Der große Kostolany ist ein absolutes Muss für alle, die sich für Börse, Aktienmärkte und die Psychologie des Investierens interessieren. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anleger finden in diesem Buch wertvolle Einsichten und praktische Tipps, die lange Bestand haben. Besonders empfehlenswert ist das Werk für jene, die Finanzmärkte nicht nur aus Sicht mathematischer Modelle, sondern auch als menschliches, lebendiges System begreifen wollen. Kostolanys Schreibstil ist unterhaltsam, humorvoll und pointiert. Das macht die Lektüre angenehm und kurzweilig, ohne dabei an Tiefgang zu verlieren. Darüber hinaus bietet das Buch Orientierung und Motivation in Phasen von Unsicherheit und Volatilität an den Märkten. Es ist die Kombination aus praxisrelevantem Wissen, psychologischer Finesse und unterhaltsamen Geschichten, die Kostolanys Werk von anderen Börsenbüchern abhebt. Während viele Standardwerke nur trockene Theorien oder technische Analysen liefern, vermittelt Kostolany einen breiteren und menschlicheren Zugang zum Geschehen an den Märkten. Wer beim Investieren nicht nur auf Zahlen und Fakten setzen will, sondern wissen möchte, wie Psychologie, Lebenserfahrung und das richtige Mindset zum Erfolg beitragen können, profitiert besonders. Dieses Buch ist eine lohnende Investition für jeden, der nachhaltigen Anlageerfolg sucht und gerne von weitreichender gelebter Erfahrung lernen will. Damit ist Kostolanys Klassiker ein unverzichtbarer Begleiter auf dem Weg zu mehr Verständnis, Erfolg und Freude am Investieren. Wenn Sie unterstützen möchten, André Kostolany, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.